Also wenn man so eine Markierung hier sich leistet und gar nicht weiß, dass hier ja noch Platz, das ist Raumdefinition, dass es hier weitergeht. Ne? Wieso ist das hier? Und Kerner steht da halbe Schminke weg und völlig aufgeregt. Ne? Der Besucher neigt ja dazu, dann eben erstmal zu lesen. Das weiß man ja, die Leute gucken erstmal hier, damit man sich hier nicht verstolpert oder sich bei seiner Frau blamiert, weil man das dann doch überhaupt nicht weiß. Ja. Und gerade bei Beuys ist es ja widersprüchlich. Er hat selber das so eingeführt. Er hat gesagt, wir müssen jetzt in dieser Zeit erst noch mal ein paar Begriffe reingeben. Ja. Aber eigentlich wollte er das gar nicht mehr. Er hat gesagt, nee, geh rein, wie du bist, ja, und guck erst mal, was du hast. Ja. Also wie weit stehst du davon weg? Was ist hier noch? Also übertragen auf die Situation, hier ist eine Kamera, wie weit bin ich weg? Da schraubt einer an dem Platz zwischen der Linse und mir. Und Beuys würde sagen, da ist ja nicht nur die Linse, sondern da ist ja auch noch der Kopf dahinter. Also jetzt musst du die Linse, die Differenz zwischen Linse und Gehirn jetzt auch noch hinkriegen. Ja, und die Betrachterin, die später dann das Video anschaut auch. Ja. Ja. Du bist Zeichner, Heiner, aber man könnte sagen, du zeichnest einfach in allen Medien. Also ich sehe deine Arbeit auch gewissermaßen als eine Animationskunst. Du animierst. Ja. Also du hast fortwährend laufenden Projektionsapparat, der so zack, Standbilder in verschiedene Medien haut. Ne? Das ist dann zack, ja, Zeichnung, zack, andere Zeichnung, ja, zack, Installation im ganzen Raum, ein Haus durch einen Raum, ein Haus in einen Raum gestemmt, das quasi den Raum umstülpt, an der Decke des Hauses, Zeichnungen. Was ist alles Imagination? Das fängt so mit so banalen Sachen an, wie dass du in eine Wolke guckst und evozierst, also dass du Bilder herauslesen kannst aus einer vorhandenen Struktur, aus etwas Gegebenen, aber dass du natürlich auch die ganze Zeit so einen Apparat hast, der weiterläuft. Bis hin zu, dass man den Leuten klar machen muss, dass wir meistens nicht sehen, was wir sehen. Ne? Also ich kenne dich, aber mein Gehirn macht sich, also mein Auge macht sich nicht die Mühe, dich jetzt komplett hier in meinen Speicher reinzusetzen. Es benutzt die Bilder, die es schon gespeichert hat. Und ja, dadurch kann ich sagen, du zeichnest jetzt nicht den Stuhl vor dir, sondern du musst an den Stuhl rankommen, den du schon in dir hast. Also ist das eigentlich alles schon da. Und das ist motorisch auch ein ganz anderer Prozess. Und dann entstehen andere Zeichnungen, ne? So wie zum Beispiel diese hier, ja, die mich wirklich frappierend auch an deine Zeichnungen erinnert, in dem Sinne, dass da keine geschlossene Figur angestrebt wird, sondern man den Eindruck hat, dass es eher eben ein Abbild des Zeichenprozesses ist, der nicht geschlossen wird. Dieses schriftartige Zeichen und das, was du jetzt sagst, diese offene Struktur, die kann er machen, weil andere Leute wie Lehmbruck Dinge vor ihm erledigt haben. Natürlich auch Mataré, also dieses harte Durchdeklinieren von geometrischer Form war sehr wichtig für ihn, weil Mataré gesagt hat, Bildhauer, das ist autonome Form. Das ist also nicht, hier die Kuh habe ich mal da auf der Wiese gesehen, sondern da hat er die Kuh schlechthin haben wollen. Und das war für diesen Verdichtungsprozess bei Beuys extrem wichtig. Und der öffnet sich dann und gibt aus dieser Auffassung heraus dann mehr oder weniger eine unsichtbare Schrift hinein. Du ahnst, dass dieser Link auf die Frau dann wieder auf seine Jungfrauengeschichten oder auf die schwangeren Geschichten gehen und dann wieder auf das Naturbild, Frau und Erde und Maschine. Und das macht er aber alles in so einem offenen Prozess. Das heißt, es könnte eben dann auch passieren, dass er einfach nur das Wort Frau hinschreibt und da einfach dann nur eine Kiste ist. Und das kann er, weil er sich von diesen Raumbezügen, ich will jetzt hier diese Ecke genauso darstellen und diese Ellenbogen und so befreit. Die Straßenbahnhaltestelle war ja die Installation für die Venedig-Biennale 1976. Jo. Und da stand diese Säule. Genau. Dann was habe ich gerade gesagt? Heiliges Kanonenrohr. Ne? Also das ist so eine Feldschlange, nennt sich das. Also diese nach außen verzierten dicken Gewehre, sage ich mal. Kann man, ja, und das war dürfen wir da reinlaufen? Ja, oder? So ein bisschen? Ja, hier so lang. Also nicht so, dass es respektlos ist, aber... Nee, wir bestellen uns hier auf. Ja. Ist übrigens alles Zeichnung hier im Raum, nur die Bodenmarkierung. Das ist das Einzige, was es nicht zur Zeichnung geschafft hat. Aber jetzt geht es ja hier um diese Sachen. Und das war ja der sogenannte Eiserne Mann, glaube ich. Eine Straßenbahnhaltestelle, die er eben in seinen frühen Jahren als Junge... In Kleve, ne? In Kleve, hat er gewartet. Ja, da hat er gewartet. Ja. Und es war dieses Denkmal aus dem 30-jährigen Krieg, was du vorher
Genau, genannt also hast. 80 Jahre lang haben sie sich da die Köpfe eingeschlagen und da ist halt eine Menge Metall abgefallen, was ja auch immer wieder umgewidmet wurde. Also Metall, das dann wieder in die Wirtschaft reinging, also in wirtschaftliche Prozesse. Also da oben der Kopf, den hat ja auch eine Studierende von mir hergestellt, ein Lehmkopf. Er hat ja nur dieses Lächeln da so reingezogen. Und dadurch eben schon eine Umwidmung in dem Rohling erreicht, weil da oben eben der weiche Ton ist, wieder die Plastizität. Plastizität ist ja auch ein neurologischer Begriff, also die Aktivität des Gehirns. Und das setzt er einfach um. Und dann ist eigentlich der nächste Sprung leicht. Dann ist der in eine Ecke, die weich gemacht wird. Ecken sind beim Verstand im weitesten Sinne. Macht er weich, auch wieder durch die Mullbinde. Und das ist eben der Vorteil, wenn er so eine Art unbelegtes Material hat, was er dann eben sprunghaft, das springt dann sozusagen von einem Objekt ins nächste. Was sagst du zu den aktuellen Vorwürfen, Beuys habe sich quasi selbst eigentlich nie richtig entnazifiziert? Für mich ist die Optik ein bisschen breiter, weil erstens mal bin ich Nachkriegsgeneration, also ich habe noch nie einen Krieg erlebt. Und ich setze mich andererseits schon seit meiner Schulzeit nicht nur als Abiturthema oder sowas mit Faschismus auseinander. Meine Eltern haben mich in eine Lehre gesteckt, wo sich dann rausstellt, dass der Mann ein SS-Mann war. Ne? Und das waren dann Leute, die einfach ganz ruhig weiterarbeiten konnten nach dem Krieg, massenhaft. Und solche Kontakte in der Kunstszene, also wo Ströer ist ja auch in der Diskussion und der Beuys-Blog auch, und dass solche Begegnungen eben da sind, das ist gar keine Frage. Ne? Und ich glaube auch sogar, dass diese Verdrängungsleistung bei jemandem, der da so eine, ich sag mal, so ein Tätigkeitsfeld hinlegt, ne, geht freiwillig in die Luftwaffe, um sich, wie er sagt, die Welt von oben anzusehen. Das ist natürlich, wenn man den Satz so als Kernsatz nimmt, ein bisschen seltsam, ne? Weil da fallen Bomben, wenn man sich das von oben ansieht. Und da ist nicht der Vogelbeobachter gefragt oder derjenige, der jetzt als Naturwissenschaftler da die Krim-Form da noch mal kurz studiert. Ne? Hat er das so formuliert? Ja, es gibt ein Interview, da sagt er, ja, es geht eigentlich darum, die Sache von oben zu sehen, wo sich die Sache dann von einem weiten Punkt aus die Welt sozusagen beim Näherkommen anders darstellt. Ja, das ist interessant, weil das ist schon auch ein bisschen immer die Position, die er einnimmt. Ne? Als könne er so sich leisten, mit einem Fuß bei uns Menschen zu stehen und mit dem anderen Fuß in so einer höheren Wahrheit oder Wirklichkeit. Das ist ja auch schon... Ja. So, was man dann auch ein bisschen nerven kann, ne? Dieses spirituelle, diese Anmaßung. Ja, und das hat mich auch immer genervt an ihm, aber auch an Leuten wie Hemingway, also der im Spanischen Bürgerkrieg da so richtig auf Jagd gegangen ist anscheinend. Oder Leute wie Ernst Jünger, die jetzt keine ausgewiesenen Nazis sind. Also die haben ja dann auch Friedensschriften geschrieben und waren auch befreundet mit Leuten, die im KZ dann umgekommen sind. Beuys übrigens auch. Also aber Hemingway war doch Republikaner, der war doch nicht Faschist. Nee. Nur um es zu sortieren. Genau, ja. Nee, aber die Kriegsverherrlichung, Entschuldigung, aber die Art jetzt ranzugehen und sich eine Knarre zu nehmen und zu sagen, so jetzt gibt es Freund und Feind, ne? Stimmt, das muss man natürlich trennen. Ich sehe das jetzt mehr unter diesem Raster. Ich gehe irgendwo hin und sage, okay, der nicht und der ist weg. Ne? So, was wir als Kriegsdienstverweigerer ja dann immer so ein bisschen anders beleuchten. Ne? Andererseits ist es so, wenn wir jetzt rangehen, und das sehe ich ja sehr oft jetzt in dieser ganzen Diskussion, jetzt werden ja alle Leute auf alles Mögliche abgeklopft. Ne? Da herrscht ein riesiges Missverständnis vor, weil wir sind alle, also Heiner Müller hat ja mal gesagt, was ihm nervt im Westdeutschland, das ist diese Unschuld in den Fußgängerzonen. Also dass die Leute wirklich denken, sie sind unschuldig. Also dass sie sich entscheiden können, gut zu sein. Und das sind wir nicht. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, was wir machen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ganz billig gesehen wirst du im Atelier unterrichtet. Also das ist so der erste Raum, in dem du bist. Und dann lernst du, das ist ja nur ein Modell für alle Räume, die du besiedelst. Also das heißt, ob du frühstückst, zur Straßenbahn gehst, ob du dir eine Arbeit suchen musst oder einen Job, um dich zu finanzieren. Das sind alles definierte Räume, die mit zum Atelier dazugehören. Und das kannst du nicht machen, wenn bestimmte Anfangsräume oder Lokalitäten oder Felder, meinetwegen auch nur, nicht da sind. Also wenn du alle Leute in so schlecht gestaltete Architekturen schickst, die aussehen wie Finanzämter, was dann passieren wird, logischerweise, also dann wird das nicht funktionieren. Ne?
Das heißt, genauso, also genauso wie die Streifen hier auf dem Boden eben nicht funktionieren. Das ist so, im Prinzip ist das hier schon fast das Ende. Ne? Also wenn man so eine Markierung hier sich leistet und gar nicht weiß, dass hier ja noch Platz, das ist Raumdefinition, dass es hier weitergeht. Ne? Wieso ist das hier? Ne? Das muss man halt wissen. Und wenn es immer weniger Leute wissen, dann werden diese Dinge irgendwann natürlich auch falsch aufgestellt. Dieser Raum quasi, der geht eigentlich weiter und der ist zu früh abgeschnitten. Ja. Also die ist viel größer, die Skulptur oder die Plastik. Also und auch selbst dann würde ich mir diesen Streifen nicht erlauben. Ja, außerdem macht das ja die Rezipienten zu Vandalen. Also dann sagt man ja im Prinzip allen Leuten, du bist eigentlich der potenzielle Zerstörer. Ne? Also du bist jetzt vielleicht gerade nüchtern, aber wer weiß, was hier passiert. Ne? Aber es kann sehr viel passieren. Also ja. Ich weiß ja, dass die Leute, die das gemacht haben, auf Regeln, auf Statuten reagieren. Ne? Und die werden ja immer schärfer. Also Feuerschutz, also da kommen die Beauftragten, die das jetzt zum Schluss machen müssen, die haben sicher auch keinen Spaß an der Arbeit. Ne? Es geht ja jetzt nicht darum, dass da einer sagt, so, das muss hier jetzt so eng wie möglich gemacht werden. Ich habe da auch keine Lösung dafür, ne? Weil ich weiß natürlich, Haftung und das ist teuer. Wie willst du damit umgehen? Ne? Andererseits sehe ich eben, die Dinge sind dafür nicht gemacht. Ne? Also ich möchte nicht, und ich würde dann zum Beispiel, wenn ich das vorausgesehen hätte an seiner Stelle, dann hätte ich natürlich ein Dekret geschrieben und gesagt, lass die Leute da reinfallen. Ne? Weil es bewegt sich sowieso weiter, dieses Ding. Es rostet, kullert vielleicht mal durch eine Gewichtsverschiebung, weil da vorne irgendwie was oxidiert, zu sehr auf die Seite. Es verändert sich doch sowieso. Ne? Da liegt der Fehler vielleicht in der Vergangenheit, dass man das einfach nicht ahnen konnte, dass das hier dann so jetzt vonstatten geht. Ne? Und da sind wir bei der Kapitaldiskussion. Ne? Hier ist das Kapital dann wirklich wieder Geld. Ne? Bei ihm war Kapital Raum und im Museum ist das Kapital dann wieder Geld, ne? Was zu viel ausgegeben werden muss, wenn was passiert. Ja. Gutes Ende. Danke, dass du da warst, Heiner. Ja, sehr gerne.